Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind zurück. Der größte Kebab der Schweiz, der größte Dürüm der Schweiz. Jetzt gibt es hier aber was ganz Neues und einzig und einmaliges. Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, wir gehen rein. Let's go. Damit darf ich unseren lieben Volkan wieder zurück begrüßen, den ihr bereits kennt. Ich habe es gerade erwähnt, meine Lieben. Willkommen zurück bei Big M, einem neuen Video. Wir sind zurück in der Schweiz. Wir sind zurück bei Almania Kebab. Wir sind zurück beim größten Dürüm und größten Döner bzw. Tasche der Schweiz. Genau. Herzlich willkommen zurück. Danke, mein Bester. Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein neues Konzept für dich vorbereitet, oder? Ja. Oder allgemein für die ganze Schweiz vorbereitet. Nachdem wir letztes Mal ich habe ihn gerade noch auf der Speisekarte gelesen, der Big Boy und Big Boy. Big Boy sein Vater. Big Boy, sein Vater, der Genau, größte Kebab der Schweiz. Schaut das Video gerne im Nachhinein nochmal an, meine Lieben. Es war legendär. Aber du hast, wie gesagt, gerade schon erwähnt, du hast was Neues. Genau. Und zwar, wir wollen den ersten All-You-Can-Eat-Döner in der Schweiz einführen. Dafür haben wir uns 3 Konzepte ausgedacht. Einmal für das Taschenbrot, einmal für das Dürüm und einmal das All-In-Paket. Was ist Taschenbrot? Taschenbrot wäre das normale Sandwichbrot, oder? Würde All-You-Can-Eat 50 Franken kosten. Ich sage immer Döner einfach dazu. Ich sage immer Döner und Dürüm, weil für mich ist Döner... Genau. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Taschenbrot oder Döner. Für mich ist Döner immer eigentlich das Brot, womit ich meine, und das andere bestelle ich Dürüm, aber es ist wirklich was anderes bei euch. Also umgangssprachlich. Man unterscheidet das ja einfach Okay, hier. also Tasche ist wirklich dieser klassische Sandwich, Döner, wie man es nennt, oder das Genau. Dürüm ist dann quasi der normale lange. genau, der eingerollte. Okay, alles klar. Taschenbrot wäre 50 Franken, All you can eat. All You Can Eat. Okay. Dürüm wäre 55 Franken. Oder man mischt beides und sagt, ich will einmal das, dann wären es 60 Franken. Moment. Das heißt, du hast All you can eat Döner Tasche Genau. für 50 Franken. Genau. Was kostet ein normaler Döner? 15 Franken. 15. 15 Franken. Das heißt, bei 3 Döner wäre dann Dönertasche raus ungefähr. Ganz genau. Dürüm kostet warum mehr? Es sind 30 cm, oder? Kommt mehr Inhalt rein, mehr als ein Taschenbrot. Okay. Darum ist er ein Stück teurer. Und dann noch quasi ein Kombipaket, Ganz genau. wo man sagen kann, man muss nicht sich entscheiden, Döner oder Dürüm. Genau. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, wir hatten letztes Mal schon ein All You Can Eat, da war ich mit Abu Gufu, liebe Grüße gehen raus, das erste Döner All You Can Eat in Deutschland, in Hamburg, habe ich einen Rekord aufgestellt. Aber dass du ein Angebot hast mit, weil ich weiß nämlich nicht, wie es da war, ob es da nur Döner oder auch Dürüm All You Can Eat gab, dass du jetzt quasi ist es das erste All You Can Eat in der Schweiz? Ganz genau. Also, ich wüsste nicht, dass jemand Ich anderes kenne auch keinen anbietet. anderen. Ich habe es noch nie gehört. Was hast du denn heute vor? Dönerrekord, Der erste in der Schweiz. den ersten in der Schweiz. Okay. Und dann schauen wir mal, wie viel du aufstellen kannst. Was mit Dürüm? Wirst du es schaffen? Und nachher, nach Döner noch einen Dürüm-Rekord aufzustellen? Das Ding ist, wir haben gerade 35 Grad und ich glaube, ich würde tatsächlich mit einem Dürüm anfangen, weil der eher ein bisschen kälter, ein bisschen mehr Brot hat und ich glaube danach so in diese Hauptspeise reingehen. Das heißt, pass auf, was hältst du davon, wenn ich jetzt schon mal hier in der Schweiz bin? Ich esse ein paar Dürüms, versuche mal den ersten also ich wüsste noch niemals in Deutschland, den ersten Dürüm-Rekord aufzustellen. Lass mir ein bisschen Platz aber und versuche dann einen All-You-Can-Eat-Döner-Rekord aufzustellen. Dann bin ich sehr gespannt. Ja? Ich hoffe aufs Beste. Mein Lieben, dann machen wir es so. Wir machen jetzt hier erstmal ein geiles Video. Wir machen mal den ersten All-You-Can-Eat-Dürüm-Rekord in der Schweiz und ich glaube sogar im deutschsprachigen Raum, das hatten wir auch noch nicht. Und wenn da noch ein bisschen Platz ist, wovon ich aufgehe, versuche ich nochmal eine gewisse Anzahl, vielleicht schaue ich gleich mal schon mal, was ich mir so ein bisschen vornehme, Döner vorzunehmen. Können die Leute das dann nachmachen? Auf jeden Fall, auf Ja? jeden Fall. Wenn Rekorde aufgestellt werden, gibt es eine Wall of Fame. Okay. Jedes Mal, wenn das Rekord gebrochen wird, gibt es etwas zu gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, werden wir noch per se nochmal Ja? definieren und Okay. ausstrahlen, oder? Ja. Aber es wird definitiv was zu gewinnen geben. Aber das heißt, ein Foto gibt es schon mal auf die Wand. Auf jeden Fall, ja. Meine Lieben, ich würde sagen, dann verwegen wir uns schon mal mit Dürüm und mit Döner für die All-You-Can-Eat-Wand. Und ich würde sagen, ich nehme die Challenge an. Als erster überhaupt. Schweiz, alle drumherum können es nachmachen. Wir gehen rein in das erste Video würde ich sagen, erstmal Dürüm. Let's go. Ganz genau. Ja, so sehen sie doch schon massiv aus. Was soll ich selbst vor mir liegen? Halleluja, mein Lieber, Halleluja. Sind auch alle beschriftet? Alle beschriftet? Alle beschriftet. Joghurt, Cocktail, Chili Cheese, Honigsenf und dementsprechend. 6 Stück haben wir dem gemacht, weil du hast 6 verschiedene Soßen. Ganz genau. Meine Favorite-Soße war aber letztes Mal die Biggie. Genau. Ich sag mal vorsichtig, die Big Mac-Soße. In Klammern. In Klammern Big Mac-Soße, die schmeckt fast identisch, aber heißt Biggie. Und ja, 6 Dürums komplett. Komplett. Mit allem. Okay. Das heißt, ich kann mir wirklich jetzt auch bei dem All You Can Eat aussuchen, Soße komplett. Ganz genau. Es gibt keine Einschränkung. Keine Einschränkung. Das Einzige ist nicht ohne extra Fleisch. Also so wie sie jetzt hier liegen, wäre das All You Can Eat. Ganz genau. Tja, da würde ich sagen, mein Bester,
nehme ich die Challenge an Toll. und versuche mal mit 6 Stück den ersten All-You-Can-Eat Dürrenrekord hier in der Schweiz aufzustellen. Bin gespannt. Bevor wir gleich in die Döner noch reingehen. Let's go. Damit ist alles angerichtet für die erste All-You-Can-Eat Döner Dürüm Challenge in der gesamten Schweiz. Wir wollen als erster den landesweiten Dürüm-Rekord aufstellen. Wir nehmen uns zuallererst 6 Dürüms vor, bevor noch die Döner warten. Meine Lieben, auf geht's in die All-You-Can-Eat Alemannia Döner Dürüm Challenge. Let's go. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber viele sind ja auch immer relativ neu. Ich frage das ja immer ganz gerne, ob ihr Team Dürüm, ob ihr Team Döner seid. Ich bin mal gespannt, was mir nachher hier besser schmeckt in der normalen Variante. Ich habe das Gefühl, bei Dürüm, aber das Brot ist geil, ist immer ein bisschen mehr Brot als beim Döner. Boah. Aber wenn man die erste Schicht mal weg hat, boah. Und dann kommt der geile Inhalt mit dem geilen Dürüm, wo wir hier einmal komplett haben. Steakfleisch, Tomate, Eisbergsalat, ein bisschen Rotkraut, Zwiebeln und der erste mit einer Joghurtsoße. Ist das schon ein geiles Feeling und ich glaube, Dürüm würde ich jetzt so gerade bei den heißen Temperaturen ein bisschen bevorzugen. Jetzt gerade ist der richtig heiß, hier bei 30 Grad, wo wir sitzen. Aber ich glaube, so ein Dürüm, anders als ein Döner, den Döner kalt feiere ich nicht, aber ein Dürüm, wie so eine Art Wrap, Sandwich, können ihr auch kalt essen. Wie gesagt, alle 6 Soßen haben wir auch noch mal vor uns hier liegen. Nach und nach gehen wir rein da, probieren noch mal ein bisschen Joghurtsoße on top. Boah, geiles Brot, schmeckt man selbst gemacht, frisch. Hab's mir gerade auch noch mal angeschaut, ihr habt es gesehen. Steakfleisch, saftig, mächtig, dreckig, wie ich ganz gerne sage. Also, schauen wir mal, dass wir Nummer 1 schaffen und reingehen. Nochmal in den Schweizer All-You-Can-Eat Dürüm-Rekord. Let's go. Also, soll auch mit Bestseller hier sein, meine Lieben. Dürüm Nummer 1 weg. Wir gehen in den zweiten und damit unsere Chili Cheese Variante. Machen uns den auch wieder auf. Rein in den Chili Cheese. Oh. Oh. Oh, der schmeckt krass. Oh. Allein das ist schon das Geile, wenn man so ein All-You-Can-Eat-Angebot hat. Ich meine, dafür sind es ja auch gedacht, dass man so viel probieren und essen kann. Boah. Boah, Leute, kein Scheiß. Ich glaube, das ist der erste Chili Cheese Döner bzw. Dürüm, den ich je gegessen habe. Und er schmeckt richtig, richtig geil. Schaut euch das Ding mal hier an, was da an Brachialität drin ist. Und es ist gar nicht so, dass er übertrieben scharf ist. Für viele, die jetzt denken, Chili Cheese Soße kann man nicht essen, ich kann kein Scharf. Sondern es hat wirklich noch so eine angenehme Schärfe. Und was ich auch immer finde, wenn ihr es kennt, wenn so Trüffel, Cheese, Yuppie-Soße zu krass dominiert, hat man vom Produkt nichts mehr. Und hier ist es tatsächlich so eine angenehme Käsesoße, sage ich mal, wo man sagt, okay, man schmeckt den Käse, intensiv natürlich trotzdem, aber es übertüncht nicht alles andere. Boah, der schmeckt geil. Einer. Dürüm Nummer 2 durch. Gerade gefragt, ihr könnt es auch gerne mal unter die Videokommentare schreiben, was wäre eure Favorite-Soße, ohne dass ihr es jetzt probieren würdet. Mein stand jetzt Chili Cheese vor Joghurtsoße, aber wir haben noch 4 verschiedene Dürüms vor uns, 4 verschiedene Soßen und gehen jetzt rein in die Cocktailsoße. Tatsächlich bin ich nämlich eher so der, ich sag mal, Knoblauch-Cocktail-Fan. Probieren wir den Cocktail. Ich finde halt so eine Cocktailsoße auf dem Dürüm oder auch im Döner, das hat halt diese Balance, ne? So nichts in die eine, nichts in die andere Richtung, aber so es passt halt zu dem Konzept, ne? Also zu dem Essen an sich. Boah. Das ist das, was ich meine. So eine geile Cocktailsoße, ausgeglichen, wo man immer noch am meisten vom Produkt schmeckt, ne? Vom frischen Gemüse, vom Fleisch. Ich bin ein Cocktail-Fan, ne?
Aber die Chili Cheese, da habt ihr schon recht, auch im Livestream, die war schon geil. Also meine Lieben, Dürüm Nummer 3 durch. Dürüm Nummer 4 ist am Start. Diesmal eine Honig-Senf-Soße. Da bin ich ja mal gespannt. Also Honig-Senf, viele von euch im Livestream haben jetzt schon geschrieben, dass sie es sehr interessant finden, die Kombi. Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, vor allem jetzt so nach Chili Cheese etc. pp. Aber wir gehen mal rein in Honig-Senf. Honig-Senf, interessant. Kommt für mich, aber da sage ich euch ganz ehrlich, gerade auf Platz 4, ist nicht mein Fall. Bin sowieso nicht der Senf-Fan. Honig, süß, passt für mich jetzt nicht in den herzhaften Dürüm rein. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, und ihr kennt mich, da bin ich ehrlich, die fällt für mich komplett durch. Würde ich mir nicht nochmal bestellen. Aber die anderen stand jetzt Daumen hoch, aber die hier, ne. Passt für mich nicht auf den Döner und auch nicht auf den Dürüm drauf. Das Einzige, was ich geil finde, dadurch, dass man die Dürüms jetzt hier so eingerollt hat, ich glaube, das werde ich mir in Zukunft für Dürüms mal mehr merken, hat man vorne dieses etwas krossere Brot, wo da, ich sag mal, die Folie nicht drum war. Aber da, wo es jetzt schon länger, ich sag mal, eingelegt war und eingerollt, ist das Brot so schön aufgeweicht. Habe ich gerade schon gesagt, schön dreckig und mächtig, wie ich es gerne mag. Rein in Dürüm Nummer 4. Meine Lieben, Dürüm Nummer 4 soweit durch und ich bleibe dabei, Honigsenf, nicht meine Variante. Wir gehen rein, hoffentlich in eine, die mir wieder besser schmeckt. Halleluja, schon mal, was da im Fleisch direkt vorne rauskommt. Und damit in Dürüm Nummer 5, diesmal mit einer Samurai-Soße. Irgendwie muss ich mittlerweile an Samurai-Soße immer an die von Aburoko denken, weil der auch so eine Samurai-Soße hat. Ich weiß, gibt es auch schon viel, viel länger, haben wir auch schon woanders getestet, aber irgendwie habe ich damit immer wie die White Peter irgendwie da jetzt in einer Verbindung. Rein in die Samurai. Und die sind immer noch warm, ne? Also Leute, kein Scheiß. Ich meine, ihr könnt jetzt bei dem All You Can Eat, wenn ihr es hier machen wollt, natürlich immer frisch bestellen. Oder versucht es einmal, eine gewisse Anzahl direkt am Tisch zu haben. Aber nach 20 Minuten eingerollt, ich meine, gut, wir haben es auch 30, 35 Grad, aber immer noch schön warm. Und eine perfekte Temperatur, würde ich sagen, man kann sie jetzt auch gut essen. Geil. Samurai, bin ich mir unsicher. Würde ich aber Stand jetzt die ersten 3, die ich hatte, bevorzugen. Und Samurai stand jetzt auf die 4 ranken, bevor wir noch zur 6 gleich kommen. Also meine Lieben, 26 Minuten on the clock und wir haben noch einen massiven Dürüm vor uns und hätten damit mit 6 Stück, ich sag mal, eine erste Benchmark für den All You Can Eat Schweizer Dönerrekord aufgestellt. Ich muss sagen, ich merke die Hitze. Ich habe gerade schon mal wieder ein bisschen getrunken, was sonst nicht so üblich ist, dass ich so schnell trinke. Aber es macht natürlich durstig. Oh, es ist warm, genauso wie die Dürüms. Und die Samurai-Soße war wirklich spicy gerade. Also die muss ich gleich aufpassen bei den Dönern, wenn wir gleich noch die Döner essen. Aber wir kommen eigentlich, ich sag mal, die Chili Cheese war schon geil, mit Platz 1, mit der Joghurt. Aber kommen jetzt zu meiner Favorite, die ich letztes Mal hier bei dem größten Kebab und der größten Dürüm-Challenge der Schweiz gefeiert habe. Und das ist die Big Mac alias hier Biggie-Soße. Rein da. Die Biggie-Soße, ich feiere sie hier unnormal. Wisst jetzt gerade gar nicht, weil diese Chili Cheese Soße schon sehr außergewöhnlich war, ob ich es jetzt davor einranken würde. Ich glaube aber, dadurch, dass sie wirklich sehr außergewöhnlich vom Geschmack ist, auch etwas milder, jetzt von der Schärfe her, und ich mehr dann vom Produkt schmecke, würde ich tatsächlich die Biggie-Soße bevorzugen. Aber der Vorteil ist, wir haben ja unsere 6 Soßen hier vor uns liegen und wir können natürlich jetzt hier am Ende wild werden und nochmal eine wilde Kombination Biggie-Soße mit Chili Cheese. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist es. Biggie-Soße mit Joghurt. Man kann tatsächlich natürlich auch direkt 2 Soßen auf einmal nehmen. Das gibt es auch hier quasi in dem Angebot direkt mit drin. Also, probiert euch gerne selber aus. Ich sage ja, der Vorteil beim All You Can Eat, nicht nur für eine Challenge, sondern auch zum Test. Und damit gehen wir in unseren 6. Dürüm. Also meine Lieben, damit gehen wir in unser letztes Stück vom 6. Dürüm rein.
und werden nochmal so ein bisschen wild mit verschiedenen Soßen, die mir wirklich sehr gut bekommen sind. Die Cocktail, die Biggie, Joghurt. Ja, die 3 reichen erstmal. Und dann essen wir nochmal Soße mit Dürüm. Ah, sehr, sehr geil. Und damit haben wir in 32 Minuten 6 Dürüms hier bei Alemannia Kebab und damit die ersten 6 Dürüms der gesamten Schweiz im Rahmen eines All-You-Can-Eat-Konzeptes gegessen und geschafft und damit den ersten Schweizer Rekord aufgestellt. Halleluja, meine Lieben, geil, und ich bin gespannt, wann, wer und ob überhaupt diese 6 Dürüms hier bei Alemannia Kebab mal geschlagen werden. Eins hat es auf jeden Fall gemacht, durstig, aber es war geil. Mein Favorite von den Soßen her, Biggie, Chili Cheese, Cocktail, die 3 würde ich quasi nehmen, auch in Kombination. Und ich glaube, die wilde Kombination lassen wir uns gleich mal auch auf einen kompletten Döner geben. Doch vorher, wisst ihr eins, einen Schluck zu trinken, eine kurze Pause, ein kleiner Nachtisch und dann geht's rein in das zweite Video, was noch folgt, in die zweite Challenge des heutigen Tages, aber vorher ein kleines Stückchen Baklava. So, mein Lieber. Oh, du kommst genau wie gerufen, Alter. Erstmal Gratulation. Danke. Ich hoffe, ich habe dich stolz gemacht. Wie gesagt, ich war nicht überrascht. Ja. Ich wäre eher überrascht, wenn du es nicht geschafft hättest. Zumindest jetzt bei der ersten Challenge. Mal schauen, wie viele Döner es gleich noch werden. Aber du hast vorher was Kleines parat. Zum Abschluss nochmal was Süßes. Willst du vorsichtig mit mir sein vor der Döner-Challenge? Okay. Du musst es ja noch schaffen. Ja, deswegen. Ja, so ein kleines Geschmackding für einen Döner oder nach dem Döner, vor dem Döner, nach dem Dürüm, auf jeden Fall so rum. Und wie gesagt, ich kann mir wieder nur sagen, geiles Brot, geiles Fleisch, geile Soßen, geile Dürüms. Merci. Ich freue mich jetzt schon auf die Guten Döner. Appetit. Und was man sagen muss, ne, deswegen, du hast mir ja auch noch tatsächlich nochmal die Rechnung gegeben, was jetzt die 6 Dürüms kosten würden. 6 Stück wären jetzt eigentlich 103 Franken. Genau. Ne? Und dementsprechend 17 Euro im Schnitt für einen Dürüm. Und beim All You Can Eat wäre es jetzt die Hälfte bei 55. Ne? Schreibt gerne rein, was ihr dazu haltet zum Preis zu der All You Can Eat Challenge. Ich glaube, bei 3 oder 4 hätte man es ungefähr raus. Ja, bei 3. Bei 3 die Hälfte und dann alles andere plus. Und ich gönne mir jetzt hier, darf ich, Guten ein Appetit. Stück lass dir Baklava. schmecken. Ja. Das ist gut. Super. Ich danke dir für die erste Challenge. Würde sagen, wir verlieren groß keine Zeit. Bereiten uns schon mal für die nächste Challenge vor. Die seht ihr natürlich jetzt auf dem anderen Kanal. Folgt das Video, folgt natürlich direkt. Meine Lieben, erstmal von hier jetzt. Liebe Grüße von Alemannia Kebab, von der ersten Challenge für heute. Und die zweite folgt jetzt direkt im nächsten Schritt für euch ein paar Tage oder direkt einen Tag später. Vorher noch ein Stückchen Baklava. All You Can Eat, Schweizer Rekord. Dürüm ist damit aufgestellt. Bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich.